In der Oberpfalz sagt man, Schafgabe wirkt so stark, dass selbst der Teufel davor weicht. Und in Thüringen heißt es, wer Brennnessel und Schafgabe in der Hand hält, ist sicher vor aller Furcht und Fantasie. Klingt vielversprechend, aber woher kommt diese Überzeugung und was ist dran? Im heutigen Vlog geht es um verschiedene Angehörige der Schafgabenfamilie und die Eigenschaften, durch die sie sich auszeichnen, wenn wir die Essenz ihrer Blüten verwenden. Die botanischen Namen der Schafgaben beginnen alle mit Achillea, obwohl der Held, nach dem sie benannt wurden, ein männlicher war. Das ist nicht weiter ungewöhnlich, wo doch viele Gattungsnamen auf das weibliche A enden, unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit der Person oder Figur, nach der sie benannt wurde. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Pflanzen oft mit Fruchtbarkeit und Weiblichkeit assoziiert werden. In unserem Zusammenhang kann es trotzdem einen Hinweis auf die Bedeutung der Pflanze geben. Zur Gattung Achillea zählt man in der botanischen Literatur etwa 140 Arten weltweit. In Europa kommen davon etwa 25 bis 30 vor. Zu den bekanntesten und am weitest verbreiteten zählen unter anderem die gemeine Schafgabe Achillea millefolium und die Goldgabe, auch gelbe Schafgabe genannt, Achillea filipendula. Mit beiden, oder besser gesagt allen dreien, das mit der drei werde ich gleich noch erklären, wollen wir uns jetzt ein wenig beschäftigen, denn von ihnen gibt es Blütenessenzen. Und auch wenn deren Geschichte lange nicht so weit zurückreicht wie die der traditionellen Nutzung der Schafgaben, können wir inzwischen doch auf jahrzehntelange Erfahrung damit zurückblicken. Die Geschichte der gewöhnlichen Schafgabe Achillea millefolium reicht bis in die Antike zurück. Der botanische Name bezieht sich auf Achilles, der laut Legende die Fähigkeit hatte, Wunden zu heilen. Achilles verwendete die Schafgabe während des Trojanischen Krieges, um seine verwundeten Soldaten damit zu behandeln. Das machte die Pflanze zum Symbol für Heilung und Schutz. Sie war ihm übrigens von Chiron empfohlen worden, bekannt als der weiseste und gerechteste unter den Zentauren, der im Gegensatz zu seinen oft als wild und trinkfreudig dargestellten Kollegen gebildet, freundlich und moralisch integer war. Zu seinen Schülern zählte übrigens nicht nur Achilles, sondern auch Äskulap, genau, der mit dem Stab, der Gott der Heilkunst. Achilles als eine zentrale Figur in Homers Ilias galt als unbesiegbarer Krieger, dessen Stärke und Tapferkeit legendär waren. Allerdings hatte er auch eine Schwachstelle, seine Ferse, die ihn letztendlich zum Symbol für Verletzlichkeit machte. Warum ausgerechnet die Ferse verwundbar war, erklärt sich daraus, dass seine Mutter, die Meeresgöttin Tethys, den sterblichen König Peleus geheiratet hatte, was ihren Sohn ebenso menschlich, das heißt sterblich und angreifbar gemacht hatte. Das Meer wiederum wird als das Reich der Emotionen betrachtet, also die Kraft, die uns durcheinander schütteln und aus dem Gleichgewicht bringen kann, weshalb wir zu dessen Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung Blütenessenzen nutzen. Wenn es hier also um Verletzlichkeit geht, ist damit nicht nur, aber in erster Linie emotionale Verletzlichkeit gemeint, woran wir besonders in Bezug auf die rosa blühende Schafgabe denken. Tethys Part im Spiel der Emotionen lag auf den Aspekten des Schutzes und der Fürsorge. Nicht zufällig wird sie mit Mütterlichkeit assoziiert. Hilfe bei der Lösung des Verletzlichkeitsproblems des kleinen Achilles versprach das Wasser des Unterweltflusses Styx, das magische Eigenschaften besaß und alles, was es berührte, unverwundbar machte. Folglich musste Achilles hinein. Doch natürlich wollte Tethys ihren Sprössling vor dem Ertrinken bewahren, weshalb sie ihn an seiner Ferse festhielt, während sie ihn ins Wasser tauchte.
Diese Stelle blieb deshalb vom Styxwasser unberührt und wurde zum einzig verwundbaren Ort seines Körpers. Zu Beginn des Krieges führte Streit zwischen Achilles und Agamemnon, dem Anführer der griechischen Streitkräfte, dazu, dass Achilles sich weigerte zu kämpfen und sich zurückzog. Tethys versteckte ihn daraufhin auf der Insel Skyros in Frauenkleidung. Er wurde jedoch schließlich von Odysseus entdeckt und trotzdem rekrutiert. Im Verlauf des Trojanischen Krieges wurde Achilles in einem entscheidenden Kampf gegen den trojanischen Prinzen Paris verwundet. Laut Überlieferung wurde er von dessen Pfeil getroffen, der indes nicht einfach ein gewöhnlicher Pfeil war, sondern von Gott Apollo in sein Ziel gelenkt wurde. Der Pfeil traf Achilles in seiner Ferse, dem einzig verletzlichen Teil seines Körpers. Diese Geschichte gibt uns bereits viele Anweisungen, was alles intuitiv eine Rolle bei der Namensgebung der Schafgabe gespielt haben könnte. Achilles, der Held, verleugnet seine weibliche Seite nicht, sondern nutzt sie zeitweise sogar, um seine Teilnahme an der Aggression, sprich dem Krieg, zu vermeiden. Hier spielt womöglich der Einfluss seiner pazifistischen Mutter eine Rolle. Auch sein Lehrer Chiron ist friedfertig und weise. Er lehrt ihn, die verletzten Krieger mit der Schafgabe zu behandeln. Der Unterweltfluss Styx steht für das Stadium zwischen Leben und Tod. Er markiert den Weg in das Reich der Toten, also die Unterwelt. Diese Erfahrung schon als Kind, eine Reise dorthin gemacht zu haben, fügt Achilles Bewusstsein die Perspektive vom Lebensende hinzu, was nichts anderes bedeutet als Weisheit. Eine komplexe Figur also, die sowohl für Kraft und Durchsetzungsvermögen wie für Empfindsamkeit und Heilkunst steht. Neben seiner körperlichen hat er allerdings auch eine emotionale Achillesferse. Wollte er die Teilhabe am Krieg zunächst vermeiden, treibt ihn der Zorn über den Tod seines Freundes Patroklos zurück ins Gefecht. Er schwört Rache und tötet den Mörder seines Freundes in einem Duell und wird am Ende selbst getroffen, wie wir wissen. Aber kommen wir jetzt auf seine Pflanze zu sprechen. Die Schafgabe gehört zur Familie der Korbblütler und ist in vielen Teilen der Welt verbreitet. Ihre Verwendung in der traditionellen Medizin reicht bis zu den alten Ägyptern und Römern zurück, wo sie zur Behandlung von Wunden, Fieber und Verdauungsproblemen eingesetzt wurde. Wurde die Schafgabe anfangs eher intuitiv eingesetzt, gibt es heute auch Belege für ihre Wirkungen. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Extrakte aus der Schafgabe entzündungshemmende Wirkungen haben. Darüber hinaus gibt es einige Hinweise darauf, dass sie bei der Wundheilung helfen kann. Eine Studie aus dem Jahr 2019 zeigte in Tierversuchen eine beschleunigte Wundheilung durch äußerliche Anwendung von Schafgarbenextrakt. Aber das wusste ja selbst der alte Zentaur Chiron schon. In vielen Kulturen wird die Schafgabe auch mit spirituellen Praktiken in Verbindung gebracht. Sie gilt als schützende Pflanze und wird verwendet, um negative Energien abzuwehren. In einigen Traditionen wird sie verbrannt oder als Räucherwerk verwendet, um Räume zu reinigen und eine positive Atmosphäre zu schaffen. Die Pflanze ist auch mit dem Glauben verbunden, dass sie Intuition und Achtsamkeit fördern kann. Der Schutzaspekt kam in der britischen Folklore zum Tragen, wenn man die Pflanze bei sich hatte, wenn man böse Geister abwehren musste. Man nannte sie entsprechend Witches Plaster, also das Hexenpflaster, das in Heilritualen zum Einsatz kam. Zur Verhinderung von heute wahrscheinlich eher Zombie, früher aber Wiedergängern genannten Wesen, pflanzte man die Schafgabe auch auf Friedhöfen. Am Giebel des Hauses aufgehängt, sollte sie zudem verhindern, dass der Blitz einschlug. Als Schutz vor der Pest hat sie sich leider nicht ganz so gut bewährt.
Auch andere Anwendungen fallen eher in den Bereich von Aberglaube und Magie und lassen sich anders als Chirons Wundbehandlung heute nicht mehr bestätigen. Aber wie auch immer man die Pflanze nutzte, sie spielte eine wichtige Rolle in der Naturheilkunde und Spiritualität. Und als Blütenessenz hat sie sich ebenfalls bewährt. Das Wissen um ihren Namensgeber erleichtert das Verständnis ihrer Wirkung und kann als Eselsbrücke beim Lernen dienen. Es geht hier also um den empfindsamen Helden. Der archetypische Held, wie er von Achilles als erstem repräsentiert wurde, hat immer eine Schwachstelle. Ohne eine solche ist er bloß ein starker Automat. Die eigene Verletzlichkeit zu erkennen, zu akzeptieren, mit ihr zu leben und trotzdem seine Heldentat zu vollbringen, das macht den Helden aus. Ein unbesiegbarer Krieger, der keine Angst kennt, ist nichts als ein seelenloser Roboter. Entscheidend für den verletzlichen Helden ist die Erkenntnis der eigenen Unvollkommenheit und Verletzlichkeit. Beides geht gepaart mit Achtsamkeit für sich selbst. Den verletzlichen Helden erkennen wir genauso in Herkules, dessen innere Konflikte ihn schwächten. Und da ist dann natürlich auch noch Siegfried aus der Nibelungensage, der durch das Baden in Drachenblut unverwundbar wird. Bis auf einen kleinen Fleck an seiner Schulter, wo ein Lindenblatt die Berührung durch das Blutbad verhindert. Am Ende trifft ihn ein Speer genau dort. Dem altenglischen Helden Beowulf wird Überheblichkeit und Ruhmsucht zum Verhängnis. Und für den amerikanischen Helden Superman kann die Nähe zum außerirdischen Stoff Kryptonit fatal werden. Von der ersten Schafgarbenart Achillea millefolium gibt es gleich zwei Essenzen von botanisch identischen Pflanzen, nur blüht die eine halt weiß und die andere rosa. Fangen wir mit der weißen an. Das Weiß ihrer Blüten verkörpert Reinheit und Spiritualität. Ihre Essenz schließt emotionale Wunden und schützt sogar vor Verletzung, wenn man sie vorbeugend einnimmt. Diese Blüte bildet etwas, das sich anfühlt wie ein energetischer Schutzmantel, der vor äußeren Einflüssen abschirmt. Daher ist sie von besonderem Wert in Zeiten der Veränderung, des Chaos, der Aggression. Gerade heute könnte das die rechte Zeit dafür sein. Sie lässt alles von einem abprallen, macht sicher in stürmischen Zeiten und gibt inneren Halt. Die Schwachstelle ist etwas Gutes. Wahrscheinlich mögen Sie Mückenstiche ebenso wenig wie ich. Die Haut jedoch so dick zu machen, dass die Mücke nicht mehr durchkommt, hieße nur, unbeweglich und steif zu werden. Das Leben als Körper würde deutlich weniger erfreulich sein. Die Schwachstelle Haut ist der Preis, den wir dafür bezahlen, laufen, toben, schwimmen und tanzen zu können. Trotzdem spricht natürlich nichts dagegen, sie zu schützen. Die dafür geeignete Blüte kann man auch zur äußeren Anwendung auf Körperbereiche nutzen, wo es nicht heilen wollende Wunden gibt oder wir uns immer wieder verletzen oder in Stresszeiten Ekzeme entstehen. Weiße Schafgarbe lindert, Zufall oder nicht, sogar den Juckreiz bei Mückenstichen. Vorbeugend eingenommen lindert sie die Auswirkungen medizinisch notwendiger Röntgenbestrahlungen und schützt an Orten, an denen wir Elektrosmog ausgesetzt sind. Hilfreich für Computerarbeiter. Das gilt vor allem dann, wenn die Uressenz nicht aus Quell, wie die normalen Bachblüten, sondern aus Meereswasser hergestellt wurde. Weiße Schafgarbe hilft, sich schützen und sicher fühlen zu können, trotz widriger Umstände. Sie lehrt, wie man sich gegen Stress abschirmt und durchhält in Zeiten der Veränderung. Und dann gibt es die rosa blühende Variante der Achillea millefolium. Die Schafgarbe ist weiblichen Göttinnen wie Aphrodite und Freya zugeordnet.
Aphrodite war diejenige, die den verwundeten Namensgeber Achilles unter Verwendung der Schafgabe behandelt. Von daher trägt die Pflanze beide volkstümlichen, nur scheinbar widersprüchlichen Namen, nämlich Frauenkraut wegen der Göttin und Soldatenkraut, weil sie zur Behandlung verwundeter Krieger diente, ganz zu Recht. Die rosafarbene Variante der Schafgabe, deren Blütenfarbe aufgrund einer Kombination genetischer Variabilität innerhalb der Art und Umwelteinflüssen zurückzuführen ist, eignet sich besonders für Menschen, die mit untrüglichem Instinkt immer wieder in Situationen geraten, in denen sie emotional herausgefordert werden. Ihre Schwachstelle oder Verletzlichkeit ist ihre Sensibilität. Man bekommt mehr von dem mit, was in anderen um einen herum vorgeht, aber man wird auch davon beeinflusst. Oft sind es unsichere, wenig selbstbewusste Leute, die sich leicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Sie nehmen gegen den eigenen Willen Stimmungen, Atmosphären und Launen aus ihrer Umgebung auf und fühlen sich anschließend wie infiziert davon, wenn es den Menschen in ihrer Umgebung schlecht geht. Nicht etwa, weil sie selber in Schwierigkeiten oder krank sind. Dies ist die Blütenessenz für sensible Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich gegen negative Einflüsse abzugrenzen, die Bauchschmerzen bekommen, wenn sich andere streiten, die im Kino immer weinen und vielleicht gerade deshalb das Gefühlskino bevorzugen und gelegentlich schon vor Eintreten einer Konfliktsituation Disharmonie empfinden. Diese Feinfühligkeit prädestiniert sie auf der anderen Seite für Berufe wie Seelsorger, Pfleger oder Therapeuten. Rosa Schafgabe hilft ihnen dabei, Gefühle, die nichts mit ihnen selbst zu tun haben, von sich zu weisen, um nicht am Ende der Behandlung dieselben Symptome aufzuweisen, die ihre Klienten vorher hatten. Sie hilft, Gefahren zu vermeiden, sich selbst zu schützen, gefährliche Situationen zu meiden und kein Leid auf sich zu ziehen. Und sie lässt nach Feierabend abschalten und fördert ganz allgemein die Abgrenzung als Selbstschutz. In den 90er Jahren fragten mich Kunden und Kollegen, warum ich sie nicht einfach zusammenmischte, wenn die beiden Schafgaben sowieso schon so ähnlich wirken. Dann hätte man die Aspekte von Yin und Yang in einer einzigen Schutzessenz. Und genau das tat ich dann, ging aber noch einen Schritt weiter und fügte sogar noch eine dritte Blüte hinzu. Die gelbe Schafgabe vervollständigte das erste Trio, dem später noch viele weitere folgen sollten. Die gelbe Schafgabe, wissenschaftlich Achillea filipendula, ist eine nahe Verwandte der zuvor besprochenen Art, deren Geschichte ebenso weit zurückreicht. Die Verwendung von Schafgabenarten in der Heilkunde ist spätestens seit ihrer Erwähnung durch Hippokrates bekannt. Die gelbe Farbe der Blüte wird oft mit Licht, Sonne und Lebenskraft assoziiert. In der viktorianischen Blumensprache steht die gelbe Schafgabe nicht nur für Heilung und Tapferkeit, sondern darüber hinaus für Lebensfreude und Optimismus. Die getrockneten Blüten wurden gelegentlich in Schutz- und Reinigungsritualen verräuchert. Man glaubte, dass der Rauch negative Energien vertreibt und Klarheit bringt. In der Chakra-Lehre soll die gelbe Schafgabe das Sonnengeflecht-Chakra aktivieren, das Zentrum der inneren Stärke und des Selbstbewusstseins. Mit der weißen haben wir eine Schafgabe als Träger eher männlicher Energie, der rosafarbenen eine eher weibliche, wobei beide natürlich nicht auf Exklusivität bestehen, da erscheint es folgerichtig, mit der gelben eine kindliche Schafgabe zur Abrundung hinzuzufügen. Bei der gelben Schafgabe geht es um das Gleichgewicht von Individualität und Kooperation. Wir sind Individuen und soziale Wesen zugleich. Wir wollen uns auszeichnen und doch Teil des Ganzen sein.
Seine Grenzen zu definieren und sich sowohl allein wie im Verband mit anderen sicher zu fühlen, das zu lernen, gehört zu den Aufgaben der Heranwachsenden. Gelbe Schafgarbe hilft beim Aufbau gesunder sozialer Grenzen. Sie lässt einen für andere offen und dabei ganz man selbst sein. Die Blüte verhilft zu einer inneren Stabilität, die sich weder durch andere noch durch ihre Abwesenheit aus dem Gleichgewicht bringen lässt. Überempfindlichkeit gegenüber der Umgebung kann zu sozialer Isolation führen. Menschen mit Kontaktproblemen neigen dazu, sich entweder aus der Gemeinschaft zu entfernen oder Hilfsmittel zu gebrauchen wie Drogen oder Masken, die einem Stabilität bieten sollen. Der Rückzug jedoch ist eine sich verselbstständigende Strategie, die sich als Verhaltensmuster einschleift und erst durch Aufbrechen der Angst und Kräftigung im Umgang mit anderen auszulöschen ist. Die gelbe Schafgarbe bringt emotionalen Schutz in verletzlichen Zeiten und verbindet ihn mit der Kraft zur Offenheit. Diese drei in ihrer Wirkung so ähnlichen und farblich doch so unterschiedlichen Blüten erschaffen eine innere Sicherheit und Stabilität, die es uns wagen lässt, verletzlich zu sein. Sie helfen uns, das persönliche Potenzial zu erschließen und es einbringen zu können, unsere starken Seiten hervorzubringen, ohne unsere Schwächen zu vertuschen. Jemand, der behauptet, keine Angst zu kennen, ist kein Held, sondern ein Lügner. Machen wir es ihm nicht so schwer, akzeptieren wir auch seine schwache Seite. Dabei helfen können uns die wunderbaren Blütenessenzen der Schafgarben.